Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind Condor und Lufthansa. Der Streit geht wohl weiter im Zubringerstreit um Frankfurt. Die Türken steigen bei Air Europa ein 2026. Swiss testet den 350 jetzt doch auf Europastrecken. Da gab es ja so ein bisschen Stress, aber keine First Class. Air Canada erstattet Auslagen nach Flugbegleiterstreik. Also das sind endlich mal gute Neuigkeiten. Zuerst waren sie ein bisschen zögerlich, weil sie nicht verstanden haben, sie müssen zahlen. Ja, dann haben wir noch ein Thema für USA-Freunde, die Pakete in die USA verschicken. Da hat DHL eine Einschränkung, also nur so als Service-Hinweis oder wie man es im Englischen nennt, Public Service. Wir haben auch was aus der Welt der Meilen, der Punkte. Status Qatar Airways hat einen Punktekauf, der nennt sich ja bei Avios, bei Qatar Avios, nicht Avios bei Qatar, 60%. Und Alaska Airlines haben Fast Track und doppelte Meilen von und nach San Diego, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ja, ihr denkt dran, den Kanal wie immer zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren und dann geht das auch direkt los hier. Die Condor gegen Lufthansa, da gab es ja jetzt ein Aufhebungsurteil, oder wie das heißt, ich bin kein Rechtsanwalt, und da ist es so, Condor verliert vor dem OLG Düsseldorf, Lufthansa muss Condor-Gäste nicht mehr zu Sonderkonditionen nach Frankfurt befördern. Und die Fügung des Kartellamts 2022 ist aufgehoben. Jetzt sagt ihr, das haben wir doch gestern schon gehört. Ja, aber CEO von Condor hat jetzt ein Zitat gegeben und das ist: Gibt es einen Marktbeherrscher, der den Wettbewerb einschränkt? Diese Kontroverse ist mitnichten beendet. Interessant ist ja, dass er ehemaliger Lufthanseat ist. Brussels Air in Brüssel quasi für den Konzern gemacht hat. Und er kennt das ja. Auf jeden Fall, Condor prüft weitere juristische Schritte, zum Beispiel eine Nichtzulassungsbeschwerde und auch neue Wettbewerbsbeschwerde ist in Planung. Die Lufthansa sieht die Marktmissbrauchsfrage als erledigt an. Naja, nun gut, ich sag mal, erledigt ist ja erst dann, wenn es vorbei ist, aber anscheinend ist es nicht vorbei. Ja, die Auswirkungen sind so, dass die Zubringerdienstleistung 2020 gekündigt worden ist. 2024 wurde sie beendet. Anteil der Condor-Langstreckengäste mit Lufthansa-Zubringer war 20%, sind jetzt nur noch 5%. Condor musste Nordamerika-Strecken wie Minneapolis und Phoenix einstellen. Lufthansa argumentiert, Condor kann auch ohne LH-Zubringer operieren. Mit der Deutschen Bahn AG wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Zitat von Gerber zu dem Hinweis: ja, es geht auch ohne, aber wirtschaftlich schlechter. Condor fordert weiterhin Zugang zum Lufthansa-Zubringernetz als einziger deutscher Langstreckenkonkurrent. Jetzt seid ihr wieder gefragt. Die Frage des Tages, die wir zu dem Thema haben, ist Lufthansa vs. Condor, Frankfurt-Zubringer. Sollte Lufthansa verpflichtet werden, Condor-Passagiere zu fairen Bedingungen mit Zubringerflügen nach Frankfurt zu befördern, oder ist das legitimer Wettbewerb? Ihr hattet die Frage gestern, aber ich habe gesehen, einige haben es nicht beantwortet. Deshalb beantwortet sie, ist auch auf School gut. Also ist das Marktmacht, ist das fair, ist das unfair oder ist das einfach so, wie es ist? Also beantwortet die Frage. Ja, Turkish Airlines steigt bei Air Europa ein. Das ist ja jetzt besiegelt. Investitionen sind irgendwo so 250, 300 Millionen. Im jetzigen steht 300 Millionen und das wird dann als Eigenanteil genommen bzw. als Kapitalerhöhung. Anteil soll von ca. 26 bis 27% an Air Europa liegen. Aktueller Eigner ist ja mit 80% die Familie Hidalgo, also Globalia heißt die Bude, und mit 20% IAG, das sind die Briten. Die IAG-Übernahme scheiterte ja wegen EU-Wettbewerbsrecht. Dann sind die KLM und die Lufthansa, also Air France KLM, sind ausgestiegen aus Gründen. Dann war es so, dass natürlich die Türken zum Zug gekommen sind und die Türken haben Stärkung der strategischen Position im internationalen Airline-Verkehr. Ich weiß noch gar nicht, ob die Türken auch irgendwo noch weiter investiert sind oder ob das jetzt auch so eine Konzernstrategie ist. Macht das aus eurer Seite Sinn, dass Air Europa mit dem Südamerika-Verkehr für Turkish Airlines dort ein guter Partner ist? Und die Frage ist ganz genau, was haltet ihr davon, dass Turkish Airlines sich bei Air Europa einkauft, nachdem Lufthansa und Air France gescheitert sind? Ist das ein guter strategischer Schritt? Ist das etwas, wo man sagt, ja, das macht Sinn? Oder ihr sagt, nee, ist riskant? Oder sagt ihr, schade, weil ich hätte es lieber bei der Lufthansa gesehen? Oder es macht euch einfach nichts aus?
Was vielen was ausmacht, ist der Komfort an Bord und da ist die Swiss A350 Senses natürlich eine willkommene Abwechslung beziehungsweise auch willkommen als neues Produkt. Der Testbetrieb findet auf Europastrecken statt. Da sind Flüge wie Prag, wie Düsseldorf oder Palma buchbar, aber die First Class bleibt gesperrt. Es ist also Business Class buchbar, Premium Eco ist buchbar und wir haben auch ein Zitat von einer Swiss-Sprecherin. Zudem erhalten wir so die Exklusivität der neuen First Class für den Erstflug auf der Langstrecke, also alles von langer Hand geplant. Die Business Class buchbar, Business Class XL nur für Vielflieger mit Senator oder Hon-Status, Premium Economy als Economy mit mehr Beinfreiheit für 35 Schweizer Franken. Der Langstreckenstart ist natürlich Ende November nach Boston geplant. Swiss nutzt die Kurzstreckenflüge zur Schulung der Crew und Einführung der neuen Swiss Senses Kabine. Und wir haben wie immer hier eine Frage des Tages für euch. Würdet ihr einen Swiss A350 Europaflug buchen, nur um die neue Kabine zu testen, obwohl die First Class blockiert ist? Oder sagt ihr, nee, brauche ich eigentlich nicht, weil ich kenne ja die Lufthansa-Buden schon, das ist ja ähnlich, nur in anderer Farbe. Da bin ich sehr gespannt, wie ihr das seht, nachdem es ja diese Verwirrungen gab um die Flüge, die ja zuerst geladen waren, dann wieder raus und so weiter, ist es jetzt mal positiv, dass es jetzt drin ist und anscheinend auch so gewollt ist. Was nicht gewollt war, war bei Air Canada wohl der Streik, aber beim Streik hat man jetzt festgestellt bei Air Canada, wir müssen doch zahlen. Und am 16. August dauerte der Streik ja, also am 16. startet er bis zum 20. gegangen, 4 Tage. Betrieb ist natürlich mit 7 bis 10 Tagen, bis er wieder zur Normalität zurückkehrt. Heißt also für alle Reisen von 23 bis zum 23., vom 15. bis zum 23. August, da gibt es Erstattung, beinhaltet Hotel, Mahlzeit, Transport, gegebenenfalls Ersatzflüge, Einreichung mit Belegen über das Kontenportal. Aber die Bearbeitungsdauer dauert circa 6 Wochen. Der Chief Operating Officer, und das ist der Mark Nasr, N-A-S-R, Nasr. Wir entschuldigen uns bei allen Kunden und verpflichten uns, die Situation für alle, insbesondere gestrandete Reisende, wieder gut zu machen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig und ist auch richtig so, dass man am Anfang erst gesagt hat, machen wir nicht oder sowas. Hat man Fehler wohl eingestanden. Wie findet ihr die Entscheidung von Air Canada Kunden nach dem Streik ihre Ausgaben jetzt zu erstatten? Vorbildlich, in Anführungsstrichen, naja, ein bisschen Zeit haben sie schon gebraucht. Oder sagt ihr, nö, das ist halt so, das ist dumm gelaufen. Oder sagt ihr zu spät, weil es jetzt nur noch reine PR ist? Oder auch wie immer, I don't care, ich bin ja nicht betroffen. Vielleicht seid ihr betroffen vom DHL-Paketversand Einschränkungen in die USA. Die neuen Zollvorschriften, die ab dem 29. August für die USA gelten, heißt, nur Geschenke bis $100 Warenwert dürfen per Standardversand verschickt werden, hochwertige Sendungen nur noch als Express. Geschäftskunden sind ab 26. August betroffen. Und DHL-Sprecher sagt natürlich, der Großteil der Privatpakete liegt ohnehin unter dem Schwellenwert. Hintergrund ist halt die Abschaffung der Zollfreigrenze von $800 durch Erlass von Ex-Präsident Trump. Noch viele Details sind halt unklar. Wie soll die Datenübermittlung laufen? Wie soll die Zollerhebung laufen? Wer ist zuständig? Und natürlich die Frage, wer von euch ist da betroffen? Schickt ihr Pakete in die USA? Ich bekomme nur Pakete aus den USA. Ich habe mir nach den USA noch nie was schicken lassen. Ich weiß immer nur aus den USA hierher, Kreditkarten und so weiter. Also insofern eher andersrum. Also da könnt ihr auch mal antworten, inwieweit ihr betroffen seid. Wer Meilenpunkte-Status kaufen will, ist bei Qatar Airways, wenn er Avios sucht, meistens richtig. Aber die haben eine Aktion bis zum 25. August. Eine Art, kann man Flash sein? Ich weiß gar nicht, so Flash ist das anscheinend nicht, aber 60% Bonus ist es. 5.000 Avios geben 30%, 16.000 und mehr geben 40%, 42.000 und mehr geben 60%. Heißt also, wenn man vom größten Preis ausgeht, sind wir irgendwo bummelig bei 1,35 Cent in Euro. Die Avios sind innerhalb von 72 Stunden verfügbar. Transfer ist natürlich zwischen Qatar und British Airways möglich, aber dann auch weiter von British Airways dann zu Iberia oder zu Finnair. Avios bei Finnair also bei British Airways oder Finnair sind meistens günstiger, sollte also vergleichen und auf der anderen Seite hat Qatar aber die besseren Einlösungen und die Einlösewerte. Jetzt ist natürlich die Frage, würdet ihr jetzt die Meilen kaufen, die Avios genannt werden, bei Qatar trotz des höheren Preises als bei BA und Finnair? Oder sagt ihr, nee, nur wenn ich die brauche, nein, ist zu teuer, ich kann dafür generell keine Meilen. Ich persönlich, ich würde gucken, ob ich mein Kontingent bei Finnair aufgebraucht habe, beziehungsweise bei BA und dann zu Qatar transferieren und dann zu gucken. Ja, das ist natürlich relativ spannend in meinen Augen mit den Avios.
Das letzte Thema ist Alaska Airlines. Die haben einen Fast-Track und auch eine doppelte Meilen-Promotion, aber leider nur von und nach San Diego. Der Zeitraum ist der 1. Oktober bis 31. März. Doppelte Meilen für Non-Stop-Flüge von San Diego nach zum Beispiel New York, Las Vegas, Phoenix, Atlanta, Tampa und viel mehr. Ihr braucht 5 Segmente, um Atomos Silber zu bekommen, um Atmos Gold zu bekommen 10. Flüge müssen von Alaska oder Hawaiian Airlines durchgeführt werden, macht ja Sinn, und auf Atmos Rewards gut geschrieben werden. Nicht qualifiziert sind natürlich Award-Tickets, Saver Fares und natürlich auch Codeshare-Flüge. Wer von euch, so wie ich bin ja nächsten Monat für ein paar Wochen in den USA wieder, macht für mich keinen Sinn, dass ich bei Finnair meinen Platinum, vielleicht sogar mein Platinum Lumo mache. Brauche ich nicht, aber vielleicht für den einen oder anderen würdet ihr nach San Diego gehen und da eure Meilenstatus-Runs einfach machen, weil der Preis stimmt oder die Aktion euch einfach gefällt und San Diego einfach geil ist. Also da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sind auch schon am Ende der heutigen Sendung. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, kommentiert, abonniert, lasst ein Like und alles Mögliche. Da kommt aufs Cool und denkt dann dran, die Fragen des Tages zu beantworten. Würdet ihr einen Swiss 350 Flug buchen, nur um die Kabine zu testen, obwohl die First Class nicht benutzbar ist? Vielleicht kann man ja auch einen Blick reinwerfen, ich weiß es nicht. Und würdet ihr Avios bei Qatar kaufen, trotz des höheren Preises, weil ihr da eventuell mehr Möglichkeiten habt, wenn ihr sie bei Qatar einsetzt, weil da die Einlösungen billiger sind? Oder nehmt ihr einfach BA und Finnair? Also da bin ich mal gespannt. Ich freue mich, euch bei Scoot zu sehen oder wenn ihr wieder bei der nächsten Sendung dabei seid oder morgen in Frankfurt zum Event. Also bis dann, viel Spaß, ciao, ciao.